Wieder mal gibt es ein Paket aus den USA und wieder mal ist es ein Paket von G-Squared, die ja schon mal zu Gast waren. Wollen wir hier schauen. Ja, von G-Squared gibt es ja das Nessie und das Albatross und in der Zwischenzeit haben G-Squared nicht etwa neue Jojos auf den Markt gebracht, sodass es eigentlich hier keine Überraschung geben sollte, was denn in dem Paket drin ist. Es kann also höchstens ein Nessie oder ein Albatross sein oder beides. Die Box ist ja groß genug. Ja, schauen wir also mal rein und lüften wir mal das Geheimnis dessen, was wir hier drin haben. Dann haben wir doch eine kleine Schachtel. Und wir haben noch eine kleine Schachtel. Dann haben wir noch eine kleine Schachtel. Und wir haben noch eine kleine Schachtel. Und last but certainly not least, ein T-Shirt. Ja, ja. So. Jetzt wollen wir noch mal schauen, was es denn hier mit diesen ganzen Dingen auf sich hat. Ich glaube, womit fange ich denn jetzt an? Schauen wir mal hier rein. Das ist ein Albatross. Und zwar das noch einzig angebotene Albatross in der Gotham-Farbe. Ja. Und dann... Nein, stopp, das ist gar nicht Gotham, das ist Arkham. Arkham Asylum. Und da fehlt nämlich nur noch, genau, und hier ist nämlich das Gotham, die Gotham-Version des Nessie. Ja, die beiden habe ich mir bestellt, weil ich eben halt auch ein großer Comic-Fan bin. Und wie könnte ich da Nein sagen zu einer Arkham und einer Gotham-Version? Und somit habe ich jetzt quasi das ganze Pack, diese ganze Reihe sozusagen, diese Comic-Reihe hier zusammen. Tja, was haben wir hier? Da haben wir die letzte noch verfügbare Snoozeberry-Version des Nessie. Das war das einzige, die einzige Version, die G-Squared jetzt noch im Shop angeboten hat. Alle anderen sind bereits ausverkauft. Der Grund aber, weshalb ich diese 3 Versionen überhaupt erst bestellt habe, ist diese Version. Eine sehr spezielle Version des Nessie, nämlich, bevor ich dazu komme, wir haben hier noch viele kleine Dreingaben, nämlich einen großen Button und einen kleinen Button, jeweils mit dem Logo von G-Squared. Dazu dann noch Aufkleber, vermute ich mal. G-Squared Aufkleber. Eine Box. Und hier haben wir jetzt die Monkey Finger Designs Version von G-Squareds Nessie. Monkey Finger Designs zeichnen sich nun mal durch ihre hervorragenden Finishes aus und ihr Design. Man kann hier das G-Squared Logo erkennen, wie es irgendwie so ein bisschen abgesetzt ist durch das Finish. Von
von dieser Farbe, von dieser Farbgebung sind 10 Stück in Produktion gegangen. 8 der 10 sind tatsächlich so geworden, dass man sie auch wirklich verkaufen kann. Also gut geworden letztlich. Und von den 8 sind unlängst 6 in den freien Handel gekommen. Und die sind innerhalb von 5 Minuten verpulvert worden. Sind verdampft, sind aufgekauft worden und waren nicht mehr gesehen. Und kurze Zeit später tauchen sie in einem Paket hier bei mir auf meinem Tisch auf. Ist das nicht herrlich? Ja, um diese Sonderausgabe zu zelebrieren, hat dann G² auch nochmal ein T-Shirt rausgebracht. Wenn man hier sehen kann, G² Yo-Yos Nessie und hinten das Logo, eben in der Farbgebung des Jojos, der Monkey Finger Design Version. Ja. Und was mich letztendlich dazu bewogen hat, dieses Jojo zu bestellen, waren die Fotos des Jojos, während es sich gedreht hat, also die Spin-Bilder sozusagen. Das sah schon ziemlich krass aus. Also mit dieser Zweifarbigkeit gibt es dann doch einen sehr interessanten Effekt. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das jetzt hier auch bewahrheitet, wenn ich das mal ausprobiere. Und da haben wir es auch schon, das sich drehende Nessie. Und ich muss sagen, das, was man auf den Bildern gesehen hat, was man dort schon erahnen konnte, bewahrheitet sich im echten Leben tatsächlich. Es sieht wirklich sehr faszinierend und sehr cool aus. Also diese Zweifarbigkeit, die Monkey Finger dort designt hat, die kommt im drehenden Zustand richtig gut zur Geltung. Das Nessie ist natürlich im Vergleich zu den anderen Farben von den inneren Werten her genau gleich geblieben. Das heißt 54 mm und 66 Gramm sind da die Eckdaten. Im Vergleich dazu das Albatros, was wir hier in der Arkham-Farbe haben, hat das Albatros 56 mm, ist also leicht größer und wiegt dabei aber 1 Gramm weniger, nämlich nur 65 Gramm. Den Batman Farbreigen schließt dann in diesem Paket des Gotham ab, die Gotham-Version vom Nessie, wie wir jetzt hier sehen. Ebenfalls sehr faszinierend, dieses dunkelblau mit den gelben Farbtupfer oder Farbsplashes kommen im drehenden Zustand richtig gut zur Geltung. Und last but certainly not least die Snosberry-Version des Nessie. Eine Farbe oder ein Farbname, der inspiriert wurde durch die amerikanische Filmkomödie Super Troopers, wie G² unlängst auf Facebook bekannt gegeben hat. Ja, und das schließt dann den Reigen ab. Wir haben ja also das Gotham Nessie von G² und das letzte noch im Online-Shop verfügbare Arkham Albatros, auf das ich sehr stolz bin, weil ich nämlich gerade diese Farbkombination Violett mit Grün sehr mag. Ebenfalls das letzte seiner Art war das Snosberry Nessie, von dem ich auch sehr froh bin, dass ich es bekommen habe. Und natürlich das Highlight des Pakets, diese Sonderedition, diese Special Edition, diese Kooperation zwischen Monkey Finger Design und G², das Nessie. Ja, und das war also mein Box Opening.